Hallihallo. Ja, jetzt bin ich hier am Busko Cesaro. Das ist ein See auf der bosnischen Seite. Jetzt fahre ich in Richtung Norden auf der bosnischen Seite zum Una-Nationalpark. Die Straße ist so lala. Es sind viele Autos unterwegs und viel Polizeikontrollen und viel Radarfallen. Also man muss aufpassen. Landschaftlich sehr schön und man hat dadurch auch Zeit, die Landschaft anzugucken. Ja, Mostar war eben der südlichste Punkt meiner Reise und jetzt geht's langsam wieder zurück in Richtung Norden. Ein Stück geht es jetzt am See entlang, dann weiter auf der bosnischen Seite der Dinarischen Alpen, wo im Prinzip entlang des Höhenzugs die Grenze zu Kroatien verläuft. Bei der Vorbereitung der Reise wurde diese Route empfohlen. Allerdings wäre ich im Nachhinein lieber mit Nico und Marc unterwegs gewesen, die direkt aus Mostar nördlich gefahren sind und ein gutes Stück den TET, also den Trans-European Trail, gefahren sind. Witzig ist, dass wir festgestellt haben, dass wir dann auch nach Mostar die gleichen Dinge sehen wollen und uns daher auch heute Abend wieder treffen. Landschaftlich ist die Strecke in dem langen, breiten Tal schon nett, aber dann doch eher eine Transitstrecke. Vorteil war, dass ich als Langschläfer nicht so früh losfahren musste. Wie ihr seht, ist der Weg hier nicht so sehr das Ziel. Ich habe noch 1,5 Stunden bis zum Una-Nationalpark und schwinge mich hier durch die Landschaft. Die größeren Städte und den Verkehr habe ich hinter Livno hinter mir gelassen und hier bin ich fast alleine unterwegs. Das ist auch irgendwie meditativ. Ich habe ein Zimmer nicht weit vom Nationalpark gebucht, da wird es zuerst hingehen und dann schaue ich mir die berühmten Wasserfälle an. So, ich habe es fast geschafft. Hier ist der Nationalpark. Hier unten in dem Canyon irgendwo sind die Wasserfälle. Da ist schon beeindruckend. Es regnet zwar, aber ich bin trotzdem zu den Wasserfällen gefahren. Ich hoffe, man kann meine Stimme hören, denn die sind ziemlich laut. Die Wasserfälle gehen hier in mehreren Kaskaden nach unten. Das hier ist die größte Kaskade. Ja, jetzt bin ich 200 Meter weiter unten und hier sieht man auch noch schön die Kaskaden. Das ist sehr ähnlich wie die Plitvicer Seen hier. Nur der Unterschied ist der Eintritt. Der kostet hier nur 3 Euro und nicht 50 oder so. Und es ist echt schön. Gut, es regnet, aber naja, irgendwo muss das Wasser herkommen, was hier runterfließt. Der ganze Flusslauf wurde von den Einheimischen mehrfach umgeleitet und hier sind überall kleine Mühlen, teilweise zum Getreidemahlen, aber die Mühle hier ist zum Wäschewaschen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Der Una-Nationalpark im Nordwesten Bosniens ist ein echter Geheimtipp. Die ganze Gegend ist schon märchenhaft und die alten Wassermühlen sehen aus wie Hobbit-Immobilien. Die Wasserfälle der Una wurden übrigens durch tektonische Bewegung und Tuffsteinablagerung geformt, also durch ein Zusammenspiel von Erdbeben, Erdbewegung und Kalkablagerung. Der Park selbst ist noch weitgehend unberührt und ich glaube, dass hier selbst in der Hochsaison nicht so viel los ist. Es gibt auch nicht so viele Unterkünfte. Morgen fahre ich raus aus Bosnien, über Kroatien nach Slowenien bis nach Maribor. Mit Marc und Nico besuchen wir vorher noch einen besonderen Ort direkt an der Grenze. Einen alten Militärflugplatz, der bis auf die Landebahn in einem Berg vergraben wurde. Das Ganze soll ziemlich spooky sein. Das wollen wir uns natürlich nochmal anschauen.